Hi, ich bin Olli Baumann und ich bin Teil der Ulsport. Das Verrückteste war am Anfang, mittlerweile ist es Normalität, die Brillen anzuziehen, die dir sämtliche Sicht nehmen. Entweder wie Scheuklappen, wie bei Pferden, oder dass sie anfängt zu flackern. Also wie so ein Blinzeln die ganze Zeit. In verschiedenen Variationen. Meine Lieblingsübungen sind eigentlich die Basics erstmal, um ins Training reinzukommen, um warm zu werden und die Sicherheit zu bekommen. Meine Hassübung mit irgendwas mit Gewichten. Auf dem Platz. Im Kraftraum nicht, aber auf dem Platz. Wir haben Daten vom Training, wie anstrengend das Training war, wie viele Dives, also wie viele Aktionen man schnell nach unten hatte oder dann wieder aufgestanden ist und so Sachen. Und natürlich, was wir nicht so oft machen, aber ja, wo man dann auch mal sieht, wie viele Bälle ankommen, Passquote und so. Und nach jeder Saison natürlich auch, wie viel gehaltene Bälle, wie viel Prozent, alles in diese Richtung. Ja, da kommen wir auf mein Porträt zurück, denke ich, an den Perfektionismus. Das ist mein täglicher Ansporn im Training, ich versuche immer ein perfektes Training abzuliefern. Möglichst kein Gegentor zu bekommen, ist im Training natürlich sehr, sehr schwierig, weil es extrem viele Situationen sind und natürlich die Trainingssituationen oder die Spielformen ja, da sehr provozierend sind. Aber das war ein Anreiz. So hart es ist, aber aus den Fehlern, die man macht, lernt man wirklich. Aber ist in der Situation natürlich immer sehr bitter erstmal. Aber man lernt daraus und ja, wer sagt mir das? Das sagt dir eigentlich jeder. Also, ja, aber als Jugendspieler willst du es nicht hören. Dann kommt ein Torhüter und sagt, ja, aus den Fehlern wirst du lernen. Sagt, ist mir in dem Moment erstmal egal, weil es sich scheiße anfühlt, aber es ist dann letztendlich so, weil du machst einfach die Erfahrung und das gehört dazu. Erstmal Spaß. Ich finde, Fußball sollte erstmal sehr viel Spaß bringen, weil es die Basis ist, um erfolgreich zu sein und um sich weiterzuentwickeln. Und dann Disziplin. Viel trainieren und ja, Krafttraining, Stabilisationstraining gehört dazu und ja, dranbleiben, Wiederholung. Ja, die normalen Abläufe. Und wenn ich aber merke, heute vielleicht ein bisschen müde oder jetzt war der Puls lange ein bisschen unten und dann mal wieder auf die Bauchmuskulatur klopfen, ein bisschen schneller atmen, so Sachen helfen dann doch tatsächlich, aber so vorm Spiel sind es einfach immer wieder die gleichen Abläufe. Ich glaube, Angst sollte man und darf man nicht haben. Man soll sich immer bewusst machen, wie gut man ist, aber auch immer demütig bleiben. Denn wenn du denkst, ah ja, jetzt kein Problem und gehst du zu locker dran. Deswegen immer Demut ist immer ein guter Begleiter und trotzdem aber selbstbewusst und immer sagen, komm, schieß und probier's doch. Tatsächlich, ja. Genau in dem Thema, wenn ich einen Fehlpass mache oder daneben greife oder sonst irgendwas oder nur eine minimale, nicht optimale Entscheidung treffe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Ball drin ist. Und ja, umso weiter nach vorne du gehst, ja, umso leichter ist es. Also natürlich, ohne Tore gewinnst du nicht vorne, aber es wird nicht ganz so schlimm angesehen wie beim Torwart. Und das ist das harte Los, das wir haben.